Kam eben einer vorbei und meinte, das wird ein gutes Foto. Das wird ein Video. Hallo Freunde des gepflegten Leistungssports, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute aus Kienbaum. Wer sich fragt, wo Kienbaum eigentlich liegt, da geht es nach Berlin eine Stunde ungefähr. In die andere Richtung geht es nach Frankfurt oder, also wir sind eigentlich mitten in der Pampa. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so übel, weil wir sind ja nicht zum Spaß hier, sondern wir trainieren. Trainingslager, das letzte Trainingslager vor Georgien, um genau zu sein. Und wir versuchen hier nochmal intensivst uns vorzubereiten, damit wir in Georgien richtig schön performen können. Weil es auch mal vorkommen kann, dass es ein bisschen langweilig wird, dachte ich mir, ich mache einen Vlog, nehme euch mit und zeige euch, was ich hier so mache. Und ja, ich bin gespannt, was ich euch alles zeige, deswegen freut euch drauf und viel Spaß. Das ist schon ein bisschen her, was ihr jetzt seht. Denke ich, das kommt im Video auch ganz gut rüber und ich bin noch ein bisschen fülliger. Wir waren da im Trainingslager in Kienbaum. Das war der letzte Vorbereitungslehrgang vor der Europameisterschaft in Georgien. Der Hausmeister hat gesagt, mach mal einen Vlog. Ich habe es versucht, dann ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten, dass da noch ein bisschen Material da ist. Und jetzt haben wir uns überlegt, ich mache einfach ein Voice-Over, sag noch ein bisschen was dazu und ansonsten gucke ich mir das jetzt genauso an wie ihr auch. Vor dem Training natürlich ganz wichtig das Warm-up. Deswegen haben wir hier so einen super toll eingerichteten Warm-up-Raum mit Fahrrädern, die nicht ankommen. Hier ist auch noch eins. Und eine Tischtennisplatte. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich da wirklich meine Ruhe habe in diesem Vorraum. Weil normalerweise haben die Jungs immer angefangen, Tischtennis zu spielen. Das ist zum Teil so ausgeartet, dass man das bis nach Chemnitz gehört hat, wer da gewonnen und wer verloren hat. Und hier bin ich einfach ein bisschen früher reinmarschiert, sodass ich da in Ruhe vloggen konnte. Und wer nicht Fahrrad fahren will, kann auch laufen. Na? Also für jeden was da. Ich sage jetzt mal, dieses Durchbewegen mit der leeren Hantel, finde ich, ist ganz wichtig. Nicht kurz warm machen oder dann direkt die Last drauf, sondern auch ruhig mit der leeren Hantel noch ein bisschen spielen. Einfach dem Körper die Chance geben, dass er weiß, was jetzt gleich passiert. Und in der Phase versuche ich immer, ja, da bin ich auch mit dem Kopf dabei und versuche wirklich zu fühlen, wo die Hantel ist, damit ich das dann später auch auf die Last übertragen kann. Wichtig für euch. Jetzt sind wir schon bei 140. Der Zweier. Ja, der Zweier. Gar nicht so übel. So, und ich glaube, jetzt geht es weiter mit Ausstoßen. Hier stehen zumindest 2 Böcke da. Und auch da ist wieder die Frage, wie hoch geht es denn eigentlich? Wir werden es sehen. Na, da muss man schon ein bisschen Einsatz zeigen, auch als Trainer.
Nee, der war ungültig. Ich habe gesagt, war ungültig. Jetzt muss ich doch glatt nochmal gucken, was ich hier gemacht habe. Ah. Nachgedrückt. Ich glaube, der linke Arm. Er war nachgedrückt. War nachgedrückt. Habe ich doch gesagt, war nachgedrückt. Er war nachgedrückt. Ja, wissen wir. Das Gleiche. Okay, wenn ich jetzt einfach mal Abschluss. Schön. Die 200 waren nach eigener Einschätzung ungültig, deswegen steigern wir ganz klar weg auf 205. Matthäus denkt, ich schaff's nicht. Ein Bier, ein Malzgetränk, ein hopfenhaltiges Malz. Also, wenn ich gewinne, gibst du mir ein Bier aus. Wenn du verlierst, das Gleiche. Ja. Okay, es geht um Getränke. Der Matthäus ist dafür bekannt, dass er gerne mal ein bisschen viel erzählt. In Abhängigkeit davon, wie lang der Tag auch ist. Mehr wollte ich dazu, glaube ich, nicht sagen. War nicht das Schönste, aber oben ist oben. Und der Plan ist erfüllt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, auch wenn ich schon gefühlt 1000-mal in der berühmten Kammer des Schreckens war. Also die Kältekammer, tatsächlich. Aber es ist immer wieder ein neuer Reiz, immer wieder neu. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist eigentlich wie Achterbahnfahren. Und da hat man ja auch immer so ein bisschen Schiss vorher. Diesmal habe ich aber jemanden dabei. Die Patricia Rigatoni. Ich mag den Namen. Patricia Rigat. Vielleicht noch ein paar Infos vorneweg. Diese Kältekammer hat folgenden Zweck. Soll die Regeneration etwas beschleunigen. Und schauen Sie mal drin. Hier ist das gute Stück. Ich zeige das nochmal. Das ist quasi das Kontrollzentrum mit 3 Bildschirmen für 3 Kammern. Die erste Kammer hat 18,3 Grad, die zweite 62 und die letzte, sage und schreibe, minus 111,6 Grad. Mein lieber Scholli. Also, 3 Kammern, 3 verschiedene Temperaturen. Hat, glaube ich, den Zweck, dass man nicht gleich direkt schockgefrostet wird, sondern sich so ein bisschen anpassen kann. Was eigentlich gar nicht so blöd ist von der Idee her. Schuhe bleiben an, sonst friert man fest. Die Socken sollten eigentlich ein bisschen weiter unten sein, aber ist halt kalt. Und als erfahrener Kältekammer Geher. Jetzt weiß ich, worauf das Ganze hinausläuft. Hintergrund ist, erkläre ich kurz, wir hatten in Mannheim auch eine Kältekammer, da war ich relativ oft und die hatten halt, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten, sich dort vor der Kälte zu schützen, waren etwas besser. Also ich rede jetzt von Handschuhen, die auch wirklich Handschuhe waren und wir hatten noch eine Mütze. Und hier in Kienbaum hat man da ein bisschen gespart. Also die Handschuhe, die waren relativ dünn und auch ein bisschen, die sahen ziemlich abgefuckt aus. Und deswegen musste ich mir da etwas überlegen. Aber ich war anscheinend ziemlich kreativ. Ja, wenn man das jetzt so sieht. Fängt es schon mal damit an, dass ich hier Ich mir, glaube ich, 3 Handschuhe oder so anziehe. Ja, genau. Weil das hier sind eigentlich keine Handschuhe. Hast du vollkommen recht. Das sind keine Handschuhe. Ja, meine Fingerspitzen, das ist immer das Erste, was zuerst kalt wird. So, 3. Dann ist hier natürlich noch ultra viel Platz. Geht nicht. Für Kälte. Das unterbinde ich, indem ich dieses Stirnband einmal drum mache. Ja, nicht nur hier, sondern auch hier. Dann wäre es cool, wenn man Mützen hätte. Hat man aber nicht, deswegen ziehe ich mir einfach mal 3 solche. Das ist einfach ein todessicheres System. Wahnsinn, Stirnbänder drüber. muss ich sagen. Ergeben aufgerundet genau eine Mütze. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Zur Kältekammer, es ist kalt. Oh, ist das kalt! Ja, Spaß. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich noch dazu sage, wie lange ich drin war, aber
lange Zeit geht. Oh, ist ein bisschen frisch, ne? Aber man sieht, der Blutdruck ist am Start auf jeden Fall. Und was sagst du? Beim zweiten Mal ist es ein bisschen einfacher als beim ersten Mal. Ja. Aber immer noch kalt. Man gewöhnt sich dran. Ja, das war's. Kältekammer in Chiembaum. Ich war dabei. Ja, und auch hier ist wieder ein bisschen intensivere Erwärmung dabei. Aber es sollte ja auch dementsprechend hochgehen. So, jetzt geht's los. Sieht aus wie Reisen. Ja, kann man noch ein bisschen tiefer gehen. Oh, jetzt haben wir schon 100. Ne, es sind mehr als 150. 155. Wahnsinn. Ich glaube übrigens, das lag daran, dass ich mit Jürgen zusammen trainiert habe an dem Tag. Der mich dann noch mal ein bisschen gepusht hat. Weil ich glaube, jetzt kommt auch noch Stoßen. Und da war auch der Jürgen da. Gürtel hatte keinen Bock mehr. Wow. Das sind übrigens 193. Ah, das hat ein bisschen Könner gekostet. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich den ersten Versuch nicht gepackt habe. Aber ich habe ja noch einen. Streck dich. Okay. All-Time-Bestleistung übrigens. Ich habe noch nie in meinem Leben mehr gestoßen als 193. Und weil jetzt bestimmt viele fragen, was habe ich gewogen? Zu der Zeit habe ich, glaube ich, 83 gewogen. So, Delay. Vormittagseinheit steht an. Was machen wir? Ich glaube, Schwung drücken und Züge aus Was der kommt Hüfte. jetzt? Das Witzige ist, auch Bankziehen. Und Bankziehen wird interessant, weil wir, beziehungsweise mein Trainer und ich, eine Wette haben. Wer zuerst 135 an die Bank zieht. Die läuft schon relativ lange, mal ein bisschen intensiver trainiert, mal ein bisschen weniger. Vielleicht klappt es heute.
Abziehen, Wette 2018/2019. Oh, jetzt wird es gerade mal ganz kurz interessant. 135 Kilo. ist natürlich immer ganz wichtig, dass Darf er man nicht. so ganz kleine psychische Spielchen macht, um den Trainer da direkt mal ein bisschen unter Druck zu setzen. Okay, das war doof. Das nächste Problem ist, dass mein Akku jetzt gleich leer ist. Also im besten Fall Im Video hört man nur hat's Matthäus, das Ganze ne? hier nie gegeben. Doof. Es geht in die zweite Runde. Und eins ist klar, der Trainer hat Schiss. Oh, scheiße. Ich war mir so sicher. Saugeil! Der Schock sitzt tief. Aber wenn man das in Relativpunkte umrechnet, da habe ich ihn ja meilenweit hinter mir gelassen. Wollen wir uns auf Unentschieden einigen? Scheiße, das war nix. Das war nix. Ich war mir so sicher, dass die 41 kommen, ohne Scheiß, sonst hätte ich es nicht versucht. Also es ist noch nicht vorbei und es geht auf jeden Fall weiter. So, Freunde. Das war die letzte Einheit. Ich bin frisch geduscht und gerade auf dem Weg in die Unterkunft. Und ich würde sagen, das reicht auch jetzt langsam mal. Ne? Und deswegen hoffe ich, euch hat es gefallen. Ihr konntet einen kleinen Einblick haben in unser Trainingslager. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, gerne Daumen hoch. Erzählt euren Großeltern unbedingt von Kienbaum. Hier kann man nämlich schön aufs Land fahren, ein bisschen spazieren gehen und wenn man noch Lust hat, richtig fett trainieren. Gell? Also, bis bald. Ciao. Damit sind auch wir jetzt durch. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch. Ihr habt es gerade schon gehört. Erzählt euren Großeltern unbedingt jetzt von Kienbaum. Super schöne Landschaft dort. Bin ich auch als mal spazieren gegangen. Lohnt sich echt. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas gefällt. Ja, ich gucke mir mein Video an und laber ein bisschen was dazu. Weil Vlogs sind natürlich nicht so von der Reihenfolge und du hast das Ende und ja, ist dann immer ein bisschen schwer. Deswegen, wenn euch der Format gefallen hat, dann gerne mal in die Kommentare schreiben und vielleicht kommt noch mal sowas. In diesem Sinne, bis bald.